Hallo Leute und willkommen bei Uncut Lifestyle. Heute schauen wir uns ein Video an von Jeff Nippard. It's a Nippard. Und the worst cardio mistakes everyone makes for fat loss. Avoid these. Ach so. Wenn das jetzt nicht noch in Klammern da gestanden hätte, dann hätte ich die vielleicht doch versucht zu machen. So, geben wir mal gleich einen Daumen nach oben. Dieses letzte Video oder alle letzten Videos mit Jeff Nippard, habe ich erst eins gemacht, ich glaube, erst eins gemacht, sind eigentlich echt gut angekommen. Und vielleicht ist es ganz spannend, nochmal so ein bisschen zusammengefasst zu bekommen, worauf man dann achten soll. Ich habe mir das Video letztens erst selber reingezogen, aber das ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her, als ich mir so ein bisschen über Cardio Gedanken gemacht habe für meinen Cut, der jetzt ein bisschen schon zurückliegt. Und da muss ich sagen, fand ich das echt gut, weil es kurz, knackig, bündig zusammengefasst ist. Alles Wichtige da. Es ist sehr praxistauglich, nützlich. Wir schauen uns das jetzt mal zusammen an. So in this video, I'm going to lay out the 5 most common cardio mistakes that people make when trying to lose fat. Now, let me start by saying that while this video will focus on the biggest pitfalls of cardio, I am still a big fan of cardio in the right context and when done the right way. So contrary to what some gym bros might tell you, cardio does have some serious benefits. Cardiorespiratory fitness, which is basically your body's ability to give your muscles oxygen when they need it, is a major predictor of all-cause mortality, so basically just death from all causes, and cardiovascular disease. Just look at the results of this 2009 meta-analysis. Just about every study favored high cardio fitness over low cardio fitness when it came to both all-cause mortality and coronary heart disease and cardiovascular disease. But it isn't just... Also soweit wissen wir jetzt, dass es ganz gut für die Gesundheit ist, Cardio zu machen, insgesamt, ja. Ich meine, ich glaube, es ist jetzt nichts Neues, oder? Was sind das für Bücher? Dave Draper. A Glimpse in the Review. Just about health. Having better cardio can also help with your training goals by improving overall work capacity and recovery. Also da können sich einige Powerlifter aber können mal genau zuhören, ja. Improves overall work capacity. Ne? Wir nennen das einen Satz für 8 Reps. Und dann machen wir noch einen zweiten und dann haben wir schon Cardio gemacht. In between sets. Just think about how much harder 3 sets of 8 on the squat feels when your cardio is lacking. You might need to rest all day long between those sets if you've been skipping cardio. And you might even struggle to get all the volume in. But when your cardio is on point... Ich hätte so Bock, mir das so gemütlich zu machen da zwischen den Sätzen. Das wäre so schön. Aber ich bin ja jemand, der extrem kurze Satzpause macht als Powerlifter und auch generell so empfiehlt, ne? Also kurz im Sinne von, wie sagt man so schön, so kurz wie möglich, so lang wie nötig. Das bedeutet natürlich auch, dass du eine Pause machst und sie nicht einfach direkt keine machst. Aber dass du sie eben nicht übertrieben exzessiv lange machst, wie einige Powerlifters machen. Wie das witzige Aufnahme hier natürlich auch suggerieren soll. You can get all that work done much more efficiently. It's also worth mentioning that physical activity is an important factor for long-term weight maintenance. Research shows that individuals who are more active tend to be more successful in keeping the weight off after a period of dieting. However, there is still a lot of misinformation around cardio and fat loss, so with these upsides in mind, let's dig into some of the biggest mistakes that I see people make and then lay out some practical recommendations at the end. Okay, so the first mistake is simply thinking that cardio is as effective for fat loss as diet is, which definitely isn't true. Even though being physically active is uncontroversially important for health, cardio isn't required for fat loss. This is because at the most fundamental level, fat loss ultimately comes down to the difference between the number of calories you consume and the number of calories you expend. And the number of calories you expend in a typical cardio session is pretty depressing. For example, if you weigh 170 pounds or 77 kilos, it would take you roughly 3 hours of brisk walking to burn 1,000 calories. But you could eat 1,000 calories in less than a minute if you really tried. Actually, fitness model Steve Cook showed this disparity well when, as a response to the 10,000 calorie food challenge, he tried to burn 10,000 calories the next day. And despite being one of the most physically fit guys in our industry, and despite his greatest effort, he still couldn't do it. So freaking frustrating. I'm exhausted. My body's aching. Überleg mal. Er hat jetzt hier 3.700 aufgerundet Kalorien verbrannt. Und das ist schon verdammt viel. Also ihr habt es ja gerade gesehen, wenn Jeff Nippard 3 Stunden schnell geht, verbraucht er ungefähr 1.000 Kalorien. 3 Stunden! Das sind hier also schon 12 Stunden Gehen für Jeff Nippard, die verdammt anstrengend sind. Und er hat das natürlich noch mit anstrengenderen Sportarten auch gemacht, mit Schwimmen und so. 10.000 Kalorien verbrennen ist, glaube ich, also ohne Spaß. Diese Challenge will ich in meinem Leben niemals machen. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich diese Challenge machen soll. Mit I'm like over. Er hat noch nicht mal die Hälfte, ist schon tot. A third of the way there. A third of the way there. I feel like all I've done all day today is work out. It is not smart to try to out-train a bad diet.
See if we can get, at least gonna try to hit like Man kann keine 8,000. schlechte Ernährung And ausgleichen. in the end, he ended up getting to just over 7,000 calories burned. So it definitely is much easier to eat calories than it is to burn calories, but it's actually worse than that, because new research shows that when you do out the math, weight loss from cardio still only amounts to 20 to 50% of the weight loss you'd expect to see from the number of calories burned alone. In other words, if you burn 2,500 calories over the course of a week through cardio, so something like 5-hour-long walks on the treadmill, and did nothing with your diet, you'd expect to lose about 0.7 pounds based on the math, but would only actually lose 0.14 to 0.36 pounds, so about a quarter to a half of what you'd expect. Now, there are two possible reasons for this. The most likely is compensatory overeating. Basically, when people are told to just do cardio but don't do anything with their diet, they'll often subconsciously start eating more. The second reason is that your body is smart, and when it notices that you're burning more calories through cardio, it tries to preserve more energy by burning less calories through the other metabolic components. Now, it isn't perfectly clear exactly which. Also im Grunde, wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt abnehmen und an deiner Ernährung nichts änderst, sondern anfängst, jeden Tag eine Stunde Sport zu machen oder einen Spaziergang zu machen, wie er gesagt hat, verbrennst du natürlich ein bisschen mehr Kalorien oder vielleicht sogar signifikant mehr Kalorien. Allerdings wirst du auch unbewusst deinen Lebensstil anpassen. Du wirst vielleicht deine sonstige Bewegung reduzieren, vielleicht auch unbewusst, vielleicht so das Tippeln und so weiter am Schreibtisch oder das häufigere Aufstehen und irgendwo hingehen, was holen. Du wirst die Neigung dazu haben, auf dem Sofa liegen zu wollen. Und das unbewusste Overeating, also häufiger ein bisschen mehr zu nehmen, nachher einen Nachschlag zu holen und du gleichst es damit halt ungefähr aus. Ich finde das insgesamt natürlich, das ist natürlich absolut klar, ne? Man muss natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch immer sein Essen tracken. Also ich track ja meine Kalorien schon seit Ewigkeiten und besonders wenn ich Diät mache, immer auch ziemlich genau, weil das natürlich eine Rechnung ist. Und zwar eine Rechnung, der deine Gefühle ziemlich scheißegal sind. Also wenn du gerne abnehmen möchtest und jetzt anfängst jeden Tag Sport zu machen, dann aber denkst, ja, um mich zu belohnen, haue ich mir noch eine kleine Schokolade rein, das ist dann wirst du halt eben nicht abnehmen, ja, weil du deine zusätzliche Bewegung durch die Schokolade wieder reinfrisst. Und dann kannst du so frustriert sein, wie du willst und sagen, für mich funktioniert Diäten nicht. Du hast einfach die Rechnung nicht gemacht und dann wirst du auch nicht abnehmen. Component of metabolism is most responsible for this, but some evidence points toward it being due to reductions in NEAT, or non-exercise activity thermogenesis, basically your regular daily activities that aren't formal cardio, stuff like fidgeting, moving around at your desk, bringing in the groceries, and so on. And so it could be. Das ist bei mir so unfassbar krass. Wenn ich in eine kleine Diät gehe, will ich nichts mehr machen. Nichts mehr. Ich gehe nicht mal mehr auf Klo. Ich hole mir so einen Becher oder so. Spaß. That as you increase the Oder kein Spaß, wer weiß das schon genau. number of calories that you burn through exercise, your body subconsciously starts moving around less, resulting in fewer calories burned through NEAT and less weight loss than you'd expect. Now, to be clear, even though you could theoretically completely offset your cardio through compensatory overeating, that's not very likely to happen if you're actually making an honest effort to regulate your diet as well. And you'll certainly never see so much compensatory NEAT reduction that you start gaining weight as a result of cardio. But my simple point is that the more and more you rely on cardio for fat loss, the more and more diminishing its returns become as your body compensates and adapts. And I'm putting this mistake at the number one spot, not because I think cardio isn't any good, but rather so I can help prevent people from setting unrealistic expectations about what cardio can do on its own. Jetzt haben wir ja zum Beispiel auch, ich habe jetzt in den letzten paar Wochen auch 5 Kilo abgenommen und habe besonders in der letzten Woche nochmal Gas gegeben und habe jeden Tag 15.000 Schritte extra gemacht, ne? So, jetzt ist diese letzte Diätwoche vorbei, die 15.000 Schritte Woche ist vorbei. Ich habe natürlich nochmal einen guten Gewichtsdrop rausgekriegt auf mein Zielgewicht. Was passiert jetzt in der nächsten Woche? Ich mache keine 15.000 Schritte mehr, offensichtlich, ne? Ich esse allerdings auch ein bisschen mehr Kalorien, als ich vorher mir gesetzt habe, weil ich ja nicht mehr in der Diät bin. Und jetzt muss man eben ganz genau aufpassen, wie sich dein Gewicht bewegt. Weil vielleicht, wenn du Pech hast, ne, bist du jetzt schon wieder in einem Bereich, wo du halt zu viel isst und schnell wieder zulegst. Ne? Das heißt, man kann eben auch nicht sagen, hier ist jetzt der Cut, mein Diät ist vorbei, jetzt kann ich wieder in alte Muster zurück, sondern eigentlich würde es Sinn machen, für mich zum Beispiel zu sagen, ich mache immer noch weiter 10.000 Schritte und erhöhe meine Kalorien ein bisschen, aber dann habe ich ungefähr die Mitte. Weil jetzt kommt es regelmäßig vor, dass ich nur 5.000 Schritte am Tag mache. Und dann kannst du dir vorstellen, dass es mein extra Umsatz nochmal um ein Drittel reduziert, ne? Um 2 Drittel.
Also mein Extraumsatz, jetzt nicht mein Gesamtumsatz. And from a fat loss standpoint, I think cardio should be used like a supplemental tool that assists your diet rather than the engine of fat loss itself. Und da hat Scooby was Gutes gesagt. Ich bin nämlich großer Fan von Scooby Fitness auf YouTube. Und zwar, solange du immer noch trackst und mit deiner Uhr auf deine Schritte zählst und sonst was, ne, wirst du immer das Problem haben, von diesen Verhaltensweisen abhängig zu sein, mal diäten zu müssen, dann wieder nicht, weil du den Fitness-Lifestyle in Anführungsstrichen nicht in dein Leben integriert hast. Wenn du nicht von dir aus darauf kommst, hin und wieder mal mit dem Fahrrad zu fahren, weitere Wege auch mal zu Fuß zu gehen, dann wirst du immer wieder abhängig sein davon, zu tracken zu müssen und all so ein Spielkram. Und ich will mein Leben lang auch nicht tracken, so was ich schon Ewigkeiten mache. Das heißt, ich muss Wege finden, den Sport, den Fitness-Lifestyle in meinen Alltag irgendwie einzuarbeiten. Und zwar auf eine Art und Weise, wie er einfach normal wird, eine normale Gewohnheit. Und da bin ich schon wieder sehr schlampig mit aktuell, ja. Also das ist ein wichtiges Thema. Okay, so the second mistake is poorly timing cardio around weight training. One of the most important things to consider with cardio is whether or not it's likely to impair your weight training performance, something referred to as the dreaded interference effect in the literature. This interference effect is the reason why there are so many memes that cardio is killing your gains. And while I do think the idea has been overblown by bodybuilders who just don't like doing cardio, there still is some truth to it. There is a well-established conflict between the aerobic endurance pathway and the muscle building pathway, and there clearly are smart things you can do to help squash that interference. Perhaps the simplest way is just by doing your weight training first. Now, I will do a 5 to 10 minute warm-up on the Stairmaster or whatever machine you like, as this has been shown to improve subsequent weight training performance. But doing a formal cardio session that takes longer than 10 minutes or so should be done either after weights or at a separate time altogether. This 2017 systematic review and meta-analysis on concurrent training, which pooled the results of 13 studies, found that placing cardio immediately before weights resulted in significantly worse improvements in 1 rep max strength, and that strength training is compromised for at least 6 to 8 hours following endurance training. Now, obviously, the extent of that compromise depends on how long and how intense the endurance training is, but still, these authors suggest that separating endurance and resistance exercise by 24 hours when realistic could be a useful strategy to optimize concurrent training adaptations and avoid acute interference. I should also say that the interference effect is more of a concern for advanced trainees than it is for beginners. This brand new 2021 meta-analysis found that concurrent cardio and weight training had no impact on strength for untrained and moderately trained individuals, but did significantly impair strength in more well-trained individuals. Da musst du jetzt mal schauen, wo du dich einordnest zum Beispiel, ne? Ich mache es ja so, ich habe jetzt Elite-Kraftwerte teilweise und schaue tatsächlich, dass ich 24 Stunden vor und zurück von meinen Cardio- und Anführungsstrichen Einheiten einhalte. Na, das heißt, ich habe eigentlich 4 Trainingstage die Woche. Das heißt, ich habe am Dienstag und am Freitag kein Training und am Sonntag. Und an diesen Tagen mache ich eine Stunde Cardio-Training vielleicht. Dann habe ich nämlich 24 Stunden vor und zurück zum nächsten Training und dann bin ich da sozusagen in der Safe Zone. Jetzt muss man aber sehen, wenn du eben noch jünger bist in deiner Trainingsentwicklung, dann würdest du absolut überanalysieren, wenn du jetzt dahergehst und das auch so machst, weil wenn du eben noch weniger stark bist und generell weniger austrainiert, kannst du eben auch viel näher an deinem Training noch dein Cardio machen. Und wenn es jetzt, das ist nämlich der sowieso übergeordnete Punkt, nicht jeder hat natürlich die Möglichkeit, sich diese Zeiten so frei einzuteilen, wie jetzt zum Beispiel ich das habe oder irgendwie andere Sportler, die irgendwie Halbprofis sind, in Anführungsstrichen. Das heißt, in erster Linie muss es halt zeitlich passen, ja. Und wenn es halt nur passt, noch ein bisschen Cardio zu machen, wenn du an dem Tag auch Gewichttraining gemacht hast, also bist im Gym, machst dein Krafttraining und dann hast du eine halbe Stunde Zeit, dann machst du es halt so, Mann, ja. Da wird auch jetzt nicht die Welt untergehen. Das ist halt der Punkt, den man immer so, da sehe ich das sehr häufig, wenn die Leute so ein bisschen in diese Science-Richtung gucken, die denken dann absolut nur noch in Schwarz und Weiß, weil Jeff Nippard hat ja hier gesagt, dass man 24 Stunden Pause dazwischen machen soll, weil er das basiert auf dieser Meta-Analyse. Da siehst du es aber hier auch nochmal, es ist kein Schwarz und Weiß, man muss ein bisschen unterscheiden, wie gut und fortgeschritten du selber überhaupt schon bist. Und dann spielen individuelle Unterschiede auch nochmal eine signifikante Rolle. Das bedeutet, du könntest ein Datenpunkt in dieser Meta-Analyse sein, der komplett off ist, ja, der dann aber in der Statistik rausgelöscht wird. Leute, bleibt einfach locker, ja. So, ich sag mal, macht Sachen intuitiv, weil intuitiv macht ihr sie schon häufig richtig. Und keiner würde intuitiv Cardio eine Stunde vor dem Krafttraining machen. Also manche scheinbar schon, aber die meisten halt eher nicht. Und dann seid ihr schon auf einem guten Weg, Leute. Ne? Das ist halt auch wieder die Gefahr, wenn man so in einem Wissenschaftskommunikator praktisch zuhört, dass man glaubt, es gibt jetzt doch nur richtig und falsch, weil die Wissenschaft sagt, was richtig ist. Das ist absolut nicht der Fall. Die Wissenschaft hat keinen Anspruch darauf, Wahrheit von sich zu geben, sondern ich sag mal eher Annäherung. Dinge, die eher richtig sind als andere. Ne? Und es ist nun mal eher richtig, nicht vor dem Training Cardio zu machen,
wenn du danach gute Leistung haben willst. Individuals. So the bottom line is that if you really want to knock out your cardio and weights in the same session for convenience, you should do your cardio last. And the more advanced you get, it wouldn't be a bad idea to create more separation between your cardio and weight training, whether that means by doing them on separate days or by doing one in the morning and the other in the evening. All right, mistake number 3 is falling into what I'm going to call the high intensity trap. Now, just so we're all on the same page, coaches tend to break up cardio into one of 2 categories. There's low intensity steady state cardio, often abbreviated as LISS or MISS if it's moderate intensity. And that's when you do cardio at a steady pace, like walking on an inclined treadmill or Stairmaster. High intensity interval training, or HIIT, is when you go all out at a high exertion for 20 to 30 seconds or so, then go at a light pace for 2 to 3 minutes, and then repeat that for usually 5 or 6 intervals. Now, a lot of people seem to think that HIIT is more effective at burning fat because of the so-called caloric afterburn effect. And while the afterburn effect certainly is real, you will burn more calories after high-intensity exercise than after low-intensity exercise, I still think its practical relevance for fat loss has been overblown. One study showed that even after 80 minutes of high-intensity cardio at 80% max heart rate, only an additional 80 calories were burned from the afterburn effect. Das ist ja so ein Effekt oder so ein Mythos, der so im klassischen Fitnessstudio übertrieben gestresst wird, ne? Ja, wenn du Cardio machst, dann verbrennst du ja auch danach noch wegen dem Afterburn-Effekt ganz lange Kalorien. Deswegen ist es so wichtig, dass du Cardio machst und all so ein Krams, ne? Ist natürlich dasselbe, wie wir am Anfang schon hatten. Du wirst wahrscheinlich unbewusst deine Verhaltensweisen anpassen, um Energie einzusparen, weil du nämlich heute schon mal hart Sport gemacht hast, mehr oder weniger, was diesen Effekt ausgleicht. Effect. And a more recent systematic review stated that the afterburn effect is unlikely to account for any apparent greater fat loss potential. But even if we put the afterburn idea aside, HIIT still has the appeal of being more time efficient, since you can burn the same number of calories in as much as 40% of the time commitment. Another upside of HIIT is that some people do find it to be less boring, and I do think that's a perfectly sensible reason to use it. However, while the time efficiency and enjoyability of HIIT can count as upsides, the biggest downside is that it does tend to interfere with weight training more and takes longer to recover from. You could also argue that HIIT is more redundant, since weight training and HIIT are actually quite similar physiologically. With typical moderate to high rep weight training, you go at a high exertion for 20 to 30 seconds, rest for 2 or 3 minutes, go at a high exertion again for another 20 to 30 seconds, and repeat. So some experts have said that you already get most of the benefits of HIIT through weight training. I'm not sure I completely agree with that. In my experience, HIIT does increase heart rate more and present a greater cardiovascular challenge than typical weight training, but it does still knock the unique value of HIIT down a few notches. So if you are going to use HIIT, you should use it more sparingly. And in my decade of coaching experience, because of its higher recovery demand, I rarely prescribe HIIT sessions more than once or twice a week, and often only if the client prefers it. Okay, so mistake number 4 is doing too much. Ich habe da jetzt zum Beispiel mega das Dilemma, Leute. Ich bin nämlich ein großer Fan von High-Intensity-Training als Cardio. Also, ja. Weil ich ja auch aus dem Football komme und ich liebe ja auch Football spielen. Und das hat natürlich so einen ähnlichen Anspruch. Kurze, intensive Spielzüge, eine etwas längere Pause. Allerdings ist es tatsächlich so, dass ich habe es auch mal ausprobiert mit Powerlifting zusammen, schon einige Zeit her allerdings, es ist kaum zu managen mit der Ermüdung. Also für mich, ne, für einen sehr fortgeschrittenen Sportler. Meine Beine sind einfach nur noch ermüdet und kriegen die Regeneration nicht mehr hin. Und so bin ich eigentlich gezwungen, nicht mehr als Low-Intensity-Sachen zu machen, also gehen, schnelleres Gehen. Was ich irgendwie ein bisschen schade finde, weil ich habe da so mega Bock drauf eigentlich, ja, aber es geht nicht. Es geht nicht! Und würde ich auch, also du musst jetzt wieder in Perspektive setzen, eben wie gut bist du, ja. Wenn du eben noch relativ früh in deiner Trainingskarriere bist, dann sollte es wahrscheinlich kein Problem sein. Der andere Punkt ist ja auch, was Jeff gesagt hat, dass du durch Krafttraining mit Hanteln schon eine Art von High-Intensity-Training bekommst, weil du hast eine sehr hohe Anstrengung und das physiologisch funktioniert das eben sehr ähnlich, ja. Wobei er auch noch auf der anderen Seite die Kritik hat, dass wenn du eine Minute mal Vollgas gibst auf so einem Laufband oder auf so einem Fahrrad, ne, das fühlt sich schon definitiv krass anders an, selbst als ein 12er Bulgarian Split Squat. Ja, das kann eigentlich auch jeder so intuitiv schon beantworten. Ne. Kann man also machen. Je nachdem, wie gut du nachher wirst, wird es halt wirklich schwierig. Also ich kann nicht 2-mal die Woche Knie beugen, 2-mal die Woche Sumo-Kreuzheben, 4-mal die Woche Bank drücken, wenn ich noch 2 oder 3-mal High-Intensity-Cardio mache. Und da würde ich die Intensitäten so krass verändern müssen, manipulieren müssen, dass es einfach nachher kein effektives Training mehr wird. Cardio overall. Even if we do everything else right in terms of timing and intensity, it is still possible to do too much cardio. And to give us some idea on this, let's take a look at the results of this NSCA meta-analysis on the interference effect. When it came to cardio frequency, they noticed a drop-off in hypertrophy around the 3 to 4 day per week zone.
Although, to be clear, the correlation wasn't that strong, so while this is a trend to be aware of, it isn't like your muscle is gonna melt away if you do cardio more than 3 or 4 4 days a week. 3 days, also die Effektgröße ist ja schon okay. Strength, Power. Einfach kurz vorm Wettkampf reinballern, ne? Wenn das hier deine Peak Week ist. Schnell Muskeln abbauen. Ich weiß, es ist jetzt gesponnen. 4 times a week. They also showed negative correlations between hypertrophy, strength, and power and the length of endurance exercise per day, with more Eigentlich nur 20 Minuten pro Tag, so dann bist du halt so ungefähr gut, ne? interference seen the higher you get above 30 minutes per day. Still, we shouldn't look at this frequency and volume data in a vacuum because taking your dog for a walk isn't comparable to running suicide sprints. And so what I recommend for cardio will be highly individual and depend on the type of cardio you're doing. And I'll break all that down here in a minute. First, let's quickly cover mistake number 5, which is banking on fasted cardio for extra fat loss. Now, the bottom line with fasted cardio is that just because you will burn more fat during the session itself doesn't mean that you'll lose more fat overall. In fact, this 2011 study found that when you burn more fat during a cardio session, you burn less fat over the next 24 hours. And this systematic review found that performing exercise in a fasted state did not influence weight loss or changes in lean and fat mass, and that a meaningful caloric deficit. Ich bin aber übrigens immer noch ein Typ, der sein Cardiotraining auf leeren Magen macht. Also auch, wenn ich das weiß, weil es sich so viel besser anfühlt. Und ich fühle mich dann irgendwie so ein bisschen krasser, wisst ihr? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich doch ein bisschen krasser abnehme. Aber die Sache ist ja auch wieder die, dass wenn du deine Bewegung auch sonst trackst, ja, mit Schrittzählern und auch so, und deine Ernährung auch, dann kannst du diese Effekte natürlich auch wieder ausgleichen, ja. Deficit is more important than exercising in fasted or fed states. Also However, recently a review paper from Escalante and Barakat looked at the research on fasted cardio in the context of competitive physique athletes, so people trying to get to very low levels of body fat. And while they once again acknowledge that there is no conclusive evidence on the superiority of fasted cardio, they do point out that research on physique competitors hasn't been performed and leave the question of whether or not it might be beneficial in the final stages of fat loss open. They also suggest that protein-enhanced cardio, where you consume about 25 grams of protein beforehand, might have a slight edge in some advanced cases. Still, I think that for the most part, you should simply do your cardio at a time when you can stick to it the best, whether that means you're doing it fasted or fed. Okay, so what are my practical recommendations? Mini-Muskelabbauschutz. You can stick to it. Steht da Heil? Oh, ihr könnt es gar nicht sehen, weil ich davor bin, ne? Heil? The best, whether that means you're doing it fasted or fed. Okay, so what are my practical recommendations? Well, when it comes to volume, I suggest including cardio as needed to keep up with your desired pace of fat loss. Generally, losing about 0.5 to 1% of your body weight per week is a good range. If you're able to do this with weight training and diet alone, then you don't need to do any cardio. Still, I almost always include at least some because it will allow you to keep calories slightly higher, improve weight training work capacity, as long as it's not excessive, and set up good activity habits for weight maintenance after the diet is over. I suggest keeping HIIT between 1 to 2 sessions per week, lasting about 15 to 30 minutes per session, and then simply add in low-intensity cardio as needed. This will depend largely on your occupation and lifestyle outside the gym. Folks who work a chair-bound desk job might only burn 300 calories per day, while those working a more strenuous job in agriculture could burn up to 2,300 calories per day through NEAT alone. So depending on the client, I might prescribe anything from 0 to 5 low-intensity steady-state sessions per week, lasting 20 to 40 minutes per session, while monitoring their strength and recovery in the gym. Now for mode, I generally favor lower impact cardio like walking, cycling, swimming, and the elliptical over higher impact cardio like running on pavement because of lower interference. But if the client simply prefers the higher impact options, for example, I just enjoy playing basketball more, that certainly can be balanced by considering the other interference variables that we talked about. And before we wrap it up, I want to give you guys a quick sneak peek behind my video production process while thanking Skillshare for sponsoring this video. Skillshare. So, da haben wir es. Jetzt wisst ihr alle, was ihr bei Cardio beachten sollt. Ich hoffe, ich konnte noch ein bisschen was dazugeben. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Pascal, check it out. Peace, bro. Drop the mic. Wo ist der Knopf?